Hallo und herzlich willkommen zu deiner Deutsch. Es freut mich, wieder da zu sein und euch wieder da zu haben. Ich hoffe, dass alles gut ist und ich bin jetzt da mit meiner Lehrerin. Wie geht's, Lehrerin? Hallo, mir geht's gut. Gut, gut. So, wir sprechen jetzt heute über Barbara Becker. Aber du kennst Barbara Becker nicht, oder? Nein, ich bin zu jung, um sie zu kennen. Sie kommt ja nicht wirklich häufig in den Nachrichten vor. Ah ja, und über was spricht der Nachrichten über Barbara Becker? Ich weiß es nicht. Also, du hast gesagt, dass das kommt über, du siehst ihr über Fernseher, oder? Ich habe das Gegenteil gesagt, dass sie nicht häufig, sie kommt nicht häufig. Ah, nicht häufig. Okay. Ah, ja, jetzt. Okay. The opposite. Genau. Nicht häufig. Okay. Das Wort kenne ich nicht. Nicht häufig vor. Ah, häufig. So does that mean often? Yeah, it means often. Often. Oder warum kannst du nicht oft sagen? Sie kommt nicht oft auf Fernseher. Kannst du das auch sagen? Du kannst das auch sagen, Barbara Becker. Er ist ein legendärer Tennisspieler. Und als ich jünger war, habe ich auch Tennis gespielt. Deswegen wusste ich, wer Barbara Becker ist damals. Und er hat eine Frau und sie war schwarz. Und das konnte ich nicht glauben. Ich dachte, oh, okay, er hat eine schwarze Frau und sie ist hübsch. Und ich war seitdem so begeistert und wollte kennenlernen, wer diese Frau ist. Und ich war so überrascht, dass sie auch Deutsch gesprochen hat. Und für mich war das ja sehr interessant. Und dann, als ich nach Deutschland kam, und dann habe ich Barbara Becker mehr gesehen. Und sie war ganz oft in den Nachrichten 2002 oder 2003, irgendwann in dieses Jahr. Und die waren oft im Fernseher. Sie hatte diese zwei kleine Kinder. Es war sehr, sehr interessant, weil ich habe letztes Mal gesagt, weil ihr Mann hat ein Kind mit einer anderen Frau, der fast gar nicht gewusst, wer sie war, und hat ein Kind mit dieser Frau. Und das war sehr großes Nachrichten in Deutschland damals. Ja, und was noch? Okay, so ich lese vor, was über Barbara Becker. Ich finde das interessant. So vor 20 Jahren lebte Barbara Becker zum ersten Mal wieder allein. Ihr jüngster Sohn ist kurzem zu Hause ausgezogen. Eine Umstellung, die der Ex von Barbara Becker zu schaffen macht, wie sie T-Online. Sie arbeitet als Designerin und Schauspielerin, Model und Autorin. Doch Barbara Becker ist vor allem eine, und du hast das nicht gesagt, Lobemutter. Zu ihren beiden Söhnen Noah und Elias, die aus der Ehe mit Tennislegende Boris Becker stammen, Tennislegende stammen, hat die 24-Jährige eine ganz besondere, enge Beziehung. Und das finde ich auch gut. Ich sehe, dass sie ist eine sehr gute Mutter und sie macht alles für ihre Söhne und sie hat viel Liebe für ihre Kinder. Das ist echt schön. Deshalb fiel es ihr umso schwerer, als der jüngste Sohn aus dem Haus umgezogen ist. Der 27 Jahre alte Noah reist schon nach einiger Zeit das als DJ und Künstler um die Welt und seine kleine Bruder Elias zog nun nach. Er ist 22 Jahre alt und hat in New York ein Fotografiestudium begonnen. Tausende
Kilometer entfernt von seiner. Barbara Becker wurde das plötzlich zu Lehrerhause in ihrer Wählheimat, okay. Miami ganz schön beklemmend. Das ist dem Abschiednehmer und die Veränderung, dass die Kinder ausgezogen sind, ist etwas, was man nachvollziehen kann. Dem Abschiednehmer und Veränderung, dass die Kinder ausgezogen sind, ist etwas, was man nur nachvollziehen kann, wenn man es selbst erlebt hat. Man bekommt davor erzählt. Jetzt noch ein Jahr, noch 5 Jahre, und wenn dir das dann passiert, ist es ein Schock. Mir ist das ja zweimal passiert. Haltet die Uhr an mit beiden Händen. Sie betont, ich kann wirklich allen verwenden und alle Jugendmüttern zurufen. Haltet die Uhr an mit beiden Händen. Versetzt euch in dieses einzigartigen Moment hinein, das große Erleben und sich selbst erleben mit dem Kinder, denn irgendwann sind die weg. Ja, irgendwann sind die weg, weil dann hat man ruhig. Ich liebe meine Kinder natürlich, aber ja, ich bekomme viel Stress mit meinen Kindern. Und ich kann nicht warten, bis ich Ruhe habe. Aber ich denke immer noch, wenn deine Kinder weg sind, hat man immer Sorge von deinen Kindern. Man weiß nicht, was passiert in dieser Welt. Und würde ich auch immer Sorge für meine Kinder haben, wenn die sehr von mir. Ich gucke mich mit zufrieden, wenn die weg sind. Die Umstellung, nun allein zu leben, für Barbara nicht leicht. Ich glaube nicht, dass man sich durch Golf spielen oder arbeiten oder Bücher schreiben ablenken kann. Ich denke, dass man sich mit dem Ist-Zustand anfreunden und sich wieder selbst finden muss. Ja, auf jeden Fall muss man selbst wiederfinden, wenn die Kinder weg sind, weil dann hat man ein ganz neues Purpose. Man hat ein neues Leben, ein ganz allein Leben, und man muss etwas finden, was gefällt mir oder dir, weil wenn man Kinder hat, alles ist für die Kinder. Ich musste mich wirklich dann gewöhnen, wieder machen zu können, was ich möchte. Und ich musste erst einmal herausfinden, was das überhaupt ist. Ja. Kennst du dieser türkische Mann, er hat eine Sendung und das heißt, was guckst du? Kennst du das Sendung? Ja, den kenne ich auch. Ja, ich habe das immer geguckt, als ich in Deutschland war. Was guckst du, ha? Ja, was guckst du? Es war eine sehr komische Sendung. Ja, es hat mir sehr gefallen. Und fertig, als ich in Deutschland war. Ich konnte gar nichts verstehen. Alle diese Dialekte in Deutschland. Und dann ich spreche wie eine Amerikanerin. Und dann ich höre aus, wie ich spreche, und ich kann mich nicht helfen, weil meine Aussprache ist halt so. Ich kann nichts dafür machen. Das kommt so raus. Ich versuche mal gut Deutsch sprechen, und sagen, dass die Worte gut rauskommen. Aber dieser R und Rs kommt immer dazu. Es klingt ein bisschen komisch. Ja. Alles für heute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.